Dennis Siver, congratulations on a very exciting win over Charles Rosa. Can you just give me your overall feelings and thoughts about the fight and your own performance? Ja, danke schön. Ja, ich denke, das war ein schwerer Kampf, also ein knapper Kampf, guter Kampf, viel Action und ja, ich hoffe, die Zuschauer sind zufrieden damit. Yeah, thanks guys. It was a back and forth war actually, and I hope like the viewers like that, my performance. It's certainly got to be up there as a performance. Certainly, it's the most exciting fight of the night so far. A performance bonus surely must be coming your way. It's a silly question. What are you going to do with it if you get it? Was machst du mit den 50.000 Bonus, wenn du sie kriegst? Ja, ich hab einige Möglichkeiten oder einige Varianten, was ich mit dem Geld anstellen könnte. Ich habe jetzt 9 Monate Pause gehabt, habe nicht gekämpft. Da liegen zu Hause ein paar Rechnungen, die bezahlt werden müssen und damit werde ich das auch begleichen. Wenn das Fight of the Night wird, das ist noch nicht bekannt. Yeah, if it's gonna be the fight of the night, I have a few bills to pay because I haven't fought like the last 9 months. So looking forward. On a serious note, you had a change of opponents. Taylor left, and then how were you worried that you might not even get the opportunity tonight to fight, or would the UFC did they assure you they'd get you some competition? Hast du jemals daran gezweifelt, heute nicht zu kämpfen, weil deine Gegner ständig gewechselt haben? Ja, als der erste Gegner abgesagt hat, habe ich schon ein bisschen Schiss gekriegt, dass der Kampf jetzt ausfallen könnte und meine ganze Vorbereitung umsonst war. Aber Gott sei Dank hat die UFC Ersatz gefunden und dafür bedanke ich mich auch bei UFC und bei dem Gegner selbst natürlich, der so kurzfristig eingesprungen ist. Respekt vor ihm, vor seiner Leistung und ich danke ihm nochmal dafür. Yeah, when my first opponent, Tyler MMAPLUS, got approved by the Swedish MMA Federation or Commission, I don't know. He was pretty nervous actually that he wouldn't fight tonight for all of you guys, but he was actually thankful in the end for the UFC and of course of the new opponent that he stepped in, because like he would really love to fight tonight, and if he wouldn't step in at such a short notice, he wouldn't fight tonight. So he's very thankful and lots of respect to Rosa who stepped in. And you've been out since December. How relieved are you to get this win tonight? Du hast jetzt 9 Monate nicht gekämpft. Wie wichtig war es für dich, den Sieg nach Hause zu fahren? Der Sieg war sehr wichtig. Das war mein Ziel nach der Pause, nach dem letzten Kampf. Ich will meinen Rekord wieder verbessern. Ich will wieder in den Rankings aufsteigen. Deshalb war das ein Muss für mich, diesen Kampf zu gewinnen. I want to step up in the rankings, so it was a must-have to win tonight. It was very important for me. Artem Lobov made a lot of comments about Dennis about trying to get the fight. I mean, campaigned heavily, and Conor McGregor chimed in. What's Dennis's thoughts on both Artem's comments and Conor's comments, and what would he like next? Die ganze Twitter-Geschichte mit dem Artem Lobov, der dich herausgefordert hat, und mit den Kommentaren über Twitter von Conor McGregor, wie siehst du das Ganze? Ja, es haben mich viele Leute herausgefordert, als bekannt wurde, dass der Kampf mit dem ersten Gegner jetzt ausgefallen ist, aber ich suche mir die Kämpfer leider nicht selber aus. Ich hätte mir vielleicht einen von denen ausgesucht. Die UFC hat mir den Gegner gestellt und ich würde sowieso gegen jeden kämpfen oder ich hätte gegen jeden gekämpft, auch wenn es jetzt ein Titelkampf wäre, würde ich trotzdem einspringen, weil ich war in guter Form, ich war gut vorbereitet, ich habe lange dafür trainiert und die lange Pause halt abgewartet. Ich war heiß auf den Kampf und ich hätte jeden gekämpft, egal wer das wäre. That was a long answer. Alright, okay. I would have fought everybody actually. And he actually got a lot of guys who wanted to step in against him. And right now, like, he was in a good fight preparation, so as mentioned, he would have fought everybody because just he wanted to fight so bad. And even if he got offered a title shot on a short notice, he would step in because like he loves to fight and he would step in. It's his life, it's his heart. He gives in the octagon. Sorry. Charles Rosa is a very good grappler, and I think he's known as a bit more of a grappler. Whereas you're known as more of a striker, but you went for a lot of submission attempts, and he seemed to be doing quite well on the feet. What do you guys think? What do you think about Clash of Styles? Der Rosa ist als Grappler bekannt, du eher als Striker, aber dafür hat er auch ganz gute Performance abgeliefert im Grappling und du auch auf dem Boden. Wie siehst du euer Zusammentreffen im Sinne von, dass zwei verschiedene Styles aufeinandertreffen? Ja, das habe ich auch in vorherigen Interviews schon gesagt. Es wird kein Kampf sein, Grappler gegen Striker. Es wird ein ausgeglichener Kampf sein, weil ich genauso gut oder mittlerweile genauso gut auf dem Boden bin und ich liebe auf dem Boden zu kämpfen. Jetzt nicht nur im Stand und in dem Kampf hat man das ja auch gesehen. Der Rosa hat natürlich auch gute Standfähigkeiten gezeigt und ich denke, der Kampf ist ausgeglichen, da war alles dabei. Ja gut, Submissions nicht, aber Submissionsversuche und Schläge, Kicks und alles. Deshalb kann sich da keiner beschweren. Yeah, it was a great fight. Siver is actually good on the ground as well. Like, he practiced a lot of ground game, and Rosa did very well on the feet as well.
And yeah, as mentioned, it was like a back and forth battle, and I think nobody can ever complain about this fight. It was a good fight and a good performance of both fighters. He had you in quite a few submission attempts, I believe a heel hook or a knee bar, if I'm not mistaken. Were there any of those submission attempts that had you worried, or that you were close to tapping? Hast du jemals daran gedacht zu tappen, weil hatte ich ein paar Submissions gehabt? Nein, nein. Die waren alle nicht schlecht angesetzt, aber die waren nicht so eng, dass ich jetzt mir Sorgen machen könnte. Nein, das waren gute Versuche, aber das wäre nichts aus geworden. Yeah, he tried hard, but nothing ever got Dennis in a serious, dangerous situation where he should have tapped. But he looked probably good from the outside, but he was fighting in the inside, so everything was good and fine. And if we flip it, you were close to. It seemed like you had him really hurt in the third round with a knee. Were you surprised that you weren't managed to finish him? Warst du überrascht, ihn nicht zu finishen, als du ihn in der dritten Runde angeschlagen hast mit dem Knee, also vorher mit dem Spinning Backkick? Ja, Spinning Backkick, ja. Ja, überrascht nicht. Es hat ein bisschen gefehlt. Wenn ich danach mit dem Knie getroffen hätte, wäre er wahrscheinlich K.O. gegangen, aber leider habe ich das Knie verfehlt. Ja. Und danach hat er jetzt die Möglichkeit gehabt, sich ein bisschen auszuruhen. Und ja, so ist es halt passiert. Ja. Deswegen war es kein Finish. He had a good knee strike, but the second knee strike he missed, so Rosa had a good chance to recover. And probably he would have finished it if the second knee strike to the body would have hit Rosa. It's been a 9-month layoff, and you must be anxious. I know you've just fought, but you must be anxious to compete again. How soon would you like to step back into the cage? Also am liebsten würde ich dieses Jahr noch einmal kämpfen. Vielleicht Dezember am besten. Ich wäre bereit, weil ich habe keine Verletzungen. Ich habe mich gut gefühlt. Also Vorbereitung war gut. Und mir reichen jetzt ein paar Tage Pause und dann wäre ich bereit, nochmal zu kämpfen. Also am besten dieses Jahr noch. Yeah, I would definitely like to fight in December, at least like end of December, so within 2014. He has no injuries at all, so he's gonna be on a break for a few days, but then he's back in training and he's ready to fight again. Sean Shelby. Yeah, the featherweight division is pretty booked up towards the top end, but I think Dennis is ranked 11th now, and a win would put him definitely into the top 10. Where does he think he should be, or who would he like to fight, match up with in the division? Was denkst du, wo du jetzt stehst nach dem Sieg in den Rankings und wen du als nächstes gerne kämpfen möchtest? Ja, ich glaube, dieser Sieg wird mich jetzt nicht unbedingt weiter als meine Position bringen, weil der Rosa war jetzt halt nicht in den Rankings. Das war sein erster Kampf. Aber ich denke, vom Kampf her verdiene ich wenigstens den Platz zu halten. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Kampf wenigstens einen von den Top 10 bekomme. Ja. Wer genau, ist mir jetzt egal. Ich kämpfe gegen jeden. Wer gerade jetzt frei ist, wer gerade jetzt will. Und wenn mir die UFC gibt, ich nehme jeden. Yeah, he would fight everybody the UFC takes or gives him as a new opponent, but you think that this fight doesn't step him up in the rankings because Rosa is like a newcomer. He had his debut tonight, so he's realistic and he thinks like he stays where he is right now in the rankings. You yourself, you went for quite a few submission attempts, rear naked choke among others. Did you feel like you were close at getting him to tap in any of those? Ja, der Sidechoke in der ersten Runde war sehr knapp. Ich habe schon gehört, wie er keine Luft mehr bekommt. Nur bin ich zufällig dann abgerutscht. Mein Griff ist abgerutscht. Dann ist er halt rausgekommen. Und in der letzten Runde haben mir 5 Sekunden gefehlt, weil den Armbarm an der Wand habe ich schon angesetzt. Ich habe schon angefangen zu ziehen und da kam der Gong, bam. Das war nicht scheiße. 2-3 Sekunden hätten mir gefehlt und das wäre das Finish. Yeah, in the first round, it was the arm triangle that was really close, but he defended pretty good actually. But he could hear him like breathing hard, like getting air and stuff. But then kind of like his hands got slippery, and so he released his grip and he got out. And also like in the end of the third round, he got him into a straight armbar, but he thinks like that around 5 seconds were missing until he would have tapped. Well, maybe next time you'll get him. Not him, but somebody. Yeah. Congratulations on a very entertaining fight, a great performance, and we hope December is when you can step back in again. Thank you for your time. Thank you guys too. Right. Great Thanks job. for having Great us. fight. Thank you.